will den institutionellen Hype nicht anfachen, aber es ist auf jeden Fall das Fundament, auf das wir eher setzen sollten, als auf die Retailer. Wer ist letztlich auf das EZB-Paper angesprungen? Die geliebten Krypto-Influencer natürlich und ein paar Ja. Medien vielleicht. Der Kurs überhaupt nicht. Es hat niemanden eigentlich gejuckt. Manche Regulierungsthemen sind aber auch wirklich dermaßen übertrieben, dass man schon denken könnte, das ist auch irgendwo eine Innovationsbremse dann. Dass wir jetzt nochmal jedes Jahr Verdopplungen sehen in Bullenphasen von Bitcoin, das wird nicht mehr passieren. Wir warten eigentlich darauf, dass irgendein Ereignis kommt, was Krypto, sagen wir mal, diesen letzten Push über ein Allzeithoch gibt, und ab da ist man dann wieder in der Preisfindungsphase und ab dieser Phase kann es eben auch mal zu Euphorie kommen. So, ihr Lieben, erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich spreche heute mit Mirko. Hey Mirko, erstmal schön, dass du heute da bist. Danke dir für deine Zeit. Ich freue mich auch. Ist schon lange her, dass wir beide gesprochen haben. Also für euch zum Verständnis, privat haben wir schon ab und zu noch gesprochen, aber Interview ist, glaube ich, schon echt lange her, oder? Ich glaube, über ein Jahr oder sowas. Ja, Und in der Zwischenzeit ist so viel passiert, oder? tatsächlich. Themen, über die wir heute definitiv auch sprechen. Ich meine, der ETF ist gestartet, alle warten sehnsüchtig auf den Bullrun, der eigentlich schon irgendwie auch da ist, wenn man sich die Jahresperformance anguckt, vergessen viele. Aber so richtig will der Deckel nicht wegfliegen und das hat auch seine Gründe, glaube ich. Ja, Deckel nicht wegfliegen, seine Gründe. Meinst du jetzt Gründe für einen Privatanleger oder Institute? Weil ich habe mir tatsächlich jetzt so in den letzten Tagen gedacht, und wenn man sich auch so die Daten anguckt, da können wir gleich so ein bisschen drüber sprechen, dass so ein bisschen die Luft bei den Kleinanlegern raus ist und die Institute gerade mega Gas geben. Also ist ja der Bullrun eigentlich eine Superlative, aber irgendwie nicht für uns, oder? Ja, also muss man auch ein bisschen gucken, welche Daten man sich anschaut tatsächlich, weil ich habe vorhin gerade noch eine Grafik geguckt tatsächlich, vor einer Stunde. Ich hatte ein Interview bei der Börse Stuttgart und da spreche ich einmal mit dem Ritchie und da haben wir auch über den ETF geredet und die Verteilung. Wenn man sich mal anguckt, gerade am Anfang war es ja tatsächlich so, dass im März rum, als der große Hype war, war der Großteil der Anleger Retail, ja, Kleininvestoren. Das hat Larry Fink ja selber auch zugegeben in mehreren Interviews. Hey, ich war total überrascht oder wir waren total überrascht. Voll viele Kleinanleger, die den ETF haben wollten. Wenn man sich jetzt heute die Verteilung anguckt, ist man bei 80-20. 20% haben institutionelle Investoren. Der Anteil ist größer geworden. Jetzt kann ich aber auch nicht genau sagen, ob jetzt in den letzten Wochen enorm viel mehr gekommen ist oder nicht. Was definitiv auffällig ist, es kommt sehr viel bei BlackRock rein, ist sowieso immer eines der beliebten Finanzprodukte. iShares kennt jeder. Und ich will den institutionellen Hype nicht anfachen, aber es ist auf jeden Fall das Fundament, auf das wir eher setzen sollten, als auf die Retailer. Ja, wir können nur hoffen, dass es Sparplaninvestoren sind, die quasi wirklich für 5 Jahre planen. Die Institutionellen tun es auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich habe es doch neulich mit meinem ich glaube, meinem Vater oder so was, der hat sich das erste Mal auch, die ETPs das erste Mal angeschaut. Und ich Ja, gedacht so: „Oh, da ist ja langsames Interesse da, Finanzderivate, Produkte rund um Bitcoin und Co.“ Da habe ich gesagt: „Da sprechen wir noch mal ein bisschen drüber, weil wir müssen erst ein paar, uns darüber Gedanken machen, wann steigt man eigentlich überhaupt ein? Nicht, dass du jetzt einfach blind kaufst.“ Und, genau, deswegen hatte ich mir auch gedacht, so ein bisschen wir sprechen im Zuge dessen auch ein bisschen so um die, Bitcoin-Umverteilung, die derzeitigen Entwicklungen. EZB-Paper war so für mich ein Thema in den letzten Tagen, mit was ich mich beschäftigt habe. Wie siehst du das Ganze? War das für dich ein aggressiver Ton oder ist es irgendwie auch zwangsläufig so die Entwicklung, dass man sagt: „Okay, wir wollen jetzt einfach auch Bitcoin auch so ein bisschen eben in Richtung finanzstarke Anlageklasse bringen und deswegen müssen wir da so einen Ton angeben?“ ja, also für den Background für euch ganz kurz zusammengefasst, ist ein Paper rausgekommen von 2 Personen, die eigentlich auch schon dafür bekannt sind, dass sie so ein bisschen, ich sage mal, anti-Bitcoin sind oder zumindest mal ein großes Fragezeichen hinter Bitcoin stellen und was Bitcoin sein kann. In dem Paper ging es eigentlich darum, ein Szenario zu erschaffen, in dem Bitcoin einen Preis von 10 Millionen oder mehr erreichen kann, wo dann ja ein Moment stattfinden würde, wo Bitcoin vielleicht wirklich zum Geldstandard würde. Das war auch eine Annahme in dem Paper. Mit dem Endergebnis, die EZB sagt, das ist total gefährdend für Demokratie, weil halt total großer Wandel und Umverteilung des Geldes stattfinden würde. Die, die früh in Bitcoin rein sind, würden ja massiv profitieren. Jeder, der mehr als ein BTC hat, gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Ein Szenario, was für mich sehr, sehr weit in sehr, sehr weiter Ferne ist und viele Annahmen enthält, um, glaube ich, letztlich einfach nur zu provozieren. So hatte ich ein bisschen das Gefühl, denn wer ist letztlich auf das EZB-Paper angesprungen? Die geliebten Krypto-Influencer natürlich und ein paar Ja. Medien vielleicht. Der Kurs überhaupt nicht. Es hat niemanden eigentlich gejuckt. Ja, Und hätte die EZB das Paper nicht verfasst, hätte es erst recht keinen interessiert. ja. Es gibt immer jemand, der, sagen wir, 'ne andere Perspektive zeigt. Ich finde das auch gut, dass es auch andere Ansichten gibt.
Man muss die Stimmen nicht lauter machen, als sie sind, weil es sind letztlich 2 Leute, die 'n EZB-Titel haben. Letztlich entscheiden die aber auch nicht darüber, wie die Geldpolitik läuft. Die entscheiden nicht über die Regulierung, Stichwort Mika, und auch nicht über die Entwicklung, die man grade weltweit sieht, und die gehen eher pro Bitcoin und Krypto. Und da hat 'n Larry Fink, glaube ich, auch mehr zu sagen als 2 EZB-Leute, die 'n Paper schreiben. Ja, ich habe mir tatsächlich gedacht, vielleicht ist es gar nicht so als Kontra zu werten, sondern eigentlich sogar als positiv dafür, dass wir jetzt eigentlich schon so Beides. weit sind: „Hey, pass auf, Bitcoin wird jetzt so weit akzeptiert, dass Ökonomen von der EZB sagen: ‚Hey, ich erzähle jetzt mal was über Bitcoin und gehe von 'nem positiven Szenario aus.'“ Also, das hätten wir ja vor uns 2, 3 Jahren überhaupt noch nicht vorstellen können. Da war das eher so, ja, Bitcoin, wie du sagst, die meisten Paper dann eher so: „Wir gehen nicht davon aus, es ist alles eine Spekulationsblase.“ Und jetzt haben wir eben Larry Fink und BlackRock und Co., die übrigens sehr early schon in Bitcoin investiert sind. Und, die Umverteilung findet schon dementsprechend statt. Da sind wir wieder dabei, die Institute sind ja interessiert, die Kleinanleger sind interessiert. Wir wollen Finanzprodukte schaffen und, vielleicht gerade so dieser Ton so ein bisschen auch so als, ja, Vorbereitung auch. Wir sind eigentlich jetzt so weit, dass wir Bitcoin akzeptiert haben, oder? Ja, also ich sehe es echt noch ein bisschen schärfer, muss ich sagen, weil, der Ton in dem Paper war schon auch, ich sage mal, ein bisschen sarkastisch und auch, provokant. Also, es war schon so, dass man dieses Szenario ausgemalt hat, aber um eigentlich auch Gefahren aufzuzeigen, mögliche Gefahren und Szenarien. Aufgegriffen wurde es dann ja von den Massen, sage ich mal, oder von Influencern mit Verbot oder sonstigen Themen. So, schieben wir jetzt erst mal beiseite. Ich bin aber auch bei dir, wo ich sage: „Okay, man beschäftigt sich zumindest mal mit diesem Szenario, ist durchaus auch was Positives drin zu sehen.“ Ja. Und, ja, die Umverteilung, findet statt, aber wer jetzt glaubt, dass, weil wir jetzt früh bei Bitcoin dabei waren, 2016 bin ich eingestiegen. Es gibt welche, die sind 2010 schon rein. Es gibt welche, die waren ganz am Anfang dabei. Ja, denen geht's natürlich jetzt auch gut, jetzt schon. Irgendwann ist das Ganze auch mal gesättigt, aber was ganz wichtig Oh. ist, dass dieser Wandel grade aber stattfindet. Viele vergessen, und ich glaube, Michael Saylor war da auch 'n sehr interessanter Punkt. Der hat ja so 'n bisschen auch, Richtung Self-Custody gestänkert beziehungsweise mal aufgezeigt, es gibt ja verschiedenste Arten, in Bitcoin zu investieren oder in Krypto. Der ETF ist jetzt eines der bekanntesten und aktuell beliebtesten Produkte. Es gibt immer noch physische Bitcoin, es gibt ETPs in Europa, es gibt verschiedene Derivate, und entscheidend ist vielmehr, dass die Leute investieren, Bitcoin als Asset anerkennen und dann eben auch, so wie Larry Fink sagt, diese neue Assetklasse vielleicht sogar auf 'nen Level bringen, wo man dann vom digitalen Gold spricht. Und was dann danach passiert, das liegt in unserer Hand. Ja, machen wir daraus wirklich Geld, wie es die Idee war im White Paper? Ähm, Das Peer-to-Peer Electronic Cash System wirklich für alle, wo es auch alle akzeptieren, aber der Grundstein wird ja jetzt geschaffen. Ja, und das vergessen Mhm. die meisten, weil ja, wollen wir, die ganzen Institutionellen vor 5 Jahren, wenn du richtige Bitcoiner fragst, nein, die hätten den Mittelfinger gezeigt. Ja, Die, ja. die jetzt investieren, wollen das, weil es bringt mehr Geld, mehr Vertrauen und bringt die nächste Ebene. Und ich sage mal, so 'n bisschen wie das trojanische Pferd. Wir werden da reingerollt grade in den Laden, und ist doch ganz gut. Läuft doch eigentlich solide. Und es wird auch anerkannt. Also, von daher, Ja. Es wird anerkannt, ne? Und, das war so für mich auch so diese Frage so, ja, eigentlich institutionelle Akzeptanz, Regulation ist ja auch eigentlich alles super, spricht ja auch erst mal alles, dass wir auf Kurs sind. Ich habe mir jetzt auch noch mal so in den letzten Tagen auch, was auch so 'n großes Thema war, das eine war dieses Regulation, Mika, und deswegen wird alles vorbereitet, Finanzprodukte werden geschaffen. Also, wir sind ja jetzt erst so weit, dass wir im Grunde Institute und Finanzprodukte schaffen können, kreieren können. mhm. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber auch dieses Thema Steuern. Also, da wird ja jetzt, weil einfach die Regierung und die Länder merken: „Oh, da kann man ja richtig interessante Gewinne machen. Das ist noch irgendwie noch nicht so stark, besteuert.“ Gibt es irgendwie so ein paar verschiedene Gerüchte. Ich habe jetzt, glaube ich, heute erst was gelesen. 'N dänischer Steuerrat hat überlegt, da auch irgendwie vielleicht 2026 auf nicht realisierte Gewinne Steuern zu erlassen. Da habe ich mir gedacht so: „Okay, Finde ich brutal. das würde doch wieder eigentlich einiges kaputt machen. Also, das wäre dieser Clinch zwischen, wir wollen eigentlich was schaffen, 'ne Anlageklasse, aber irgendwie auch, also, wir müssen uns ja auch irgendwie das Ganze fördern, oder? Ja, jeder verfolgt so 'n bisschen seine eigenen Interessen. Ja, ich glaube, das Interesse vom Staat ist sowieso klar. Die wollen maximal Steuergewinne realisieren. Dass wir in Deutschland diese Oase tatsächlich haben, und so muss man's nennen, von 1 Jahr Haltefrist, grade jetzt, wenn man 'n längeren Anlagehorizont bei Bitcoin, Ethereum verfolgt, dann ist es super. Wenn man jetzt natürlich Altcoins grindet, wöchentlich, monatlich hin und her tradet, dann ist es egal, dann ist es sogar nachteilig mit dem Einkommensteuersatz gegenüber manchen Ländern. Mhm. Aber dass grade dieser langfristige Anlagehorizont da unterstützt wird, finde ich gut.
Ich glaube aber, das, was gerade um uns herum passiert, in Italien, in Dänemark, vielleicht auch in anderen Ländern, zeigt schon, Griechenland, glaube ich, habe ich auch Griechenland ja, also ich bin da auch 2025. nicht wirklich dabei. Ich weiß jetzt nicht jedes Detail, was das Ne. angeht, weil mich interessieren letztlich die Steuern, die ich hier in Deutschland zahle. Und, da ändert sich gerade nichts. Trotzdem glaube ich auch nicht, dass das ganze Thema in Stein gemeißelt ist. Wir hatten, ich glaube, dieses oder letztes Jahr auch mal 'n kleinen Vorschuss, von den Grünen, glaube ich, war's, dass man auch daran rütteln will, was Bitcoin angeht, diese Steuerfreiheit, die Haltefrist-Thematik. Vergessen aber viele, dass das dann natürlich viele Assets betrifft, nämlich auch Gold oder andere. Und da gibt es schon noch eine starke Lobby. Lange Rede, kurzer Sinn. Steuern sind 'n Vehikel für Staaten, Geld zu machen. Und wenn die da eine Chance sehen bei einem Asset, was immer mehr Akzeptanz findet, dann fahren die das natürlich hoch. Ich glaube, letztlich wird es trotzdem helfen, weil es irgendwann auch einen Standard bringt, wie die Abgeltungssteuer ist bei uns, alles automatisiert irgendwann mal Mhm. abzuführen. Das bringt dann wieder mehr Investoren. Ich kenne viele, die einfach sagen: „Ey, dieses Steuerthema ist mir so ungemütlich, ich mache es deswegen vielleicht allein schon nicht.“ Dann sage ich aber immer auf der anderen Seite: „Kauf doch, halt 'n Jahr, dann brauchst du dich gar nicht Mhm. drum kümmern. Ist doch Ja, geil, das musst du bei ja. keinem anderen Asset der Welt.“ Ja, ja. Ja, Ja, das aber ist gut. ganz häufig so, ne? Ich will gar nicht investieren, weil ich oder andersherum, ich habe es gekauft, aber ich traue mich gar nicht mehr zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil nichts klar ist, weil auch nichts klar war die letzten Tage und sich immer was geändert hat. Also, es ist einfach, finde ich, total spannend grade, weil auf der einen Seite sagt: „Okay, man hat 'n bisschen Angst vor Überregulation, man möchte Regulation schaffen.“ Man möchte, dass Privatanleger schon ab von mir aus 1 € oder 'n Zehner im Sparplan mäßig, in Bitcoin und Co. reingehen können. Auf der anderen Seite hat man wieder Angst, so: „Ja, das bisschen Geld, was ich da rein investiere, was mache ich damit, wenn die Steuern sich erhöhen?“ Also, es ist irgendwie total, ich finde das gerade unglaublich spannend und ich glaube, da wird's noch, auch so im nächsten Jahr auch noch mal so 'ne neue Welle reinkommen, ne? Ich glaube, wir sind jetzt erst mit der Mika so 'n bisschen am Anfang. Ja, genau. Also, nächstes Jahr wird das sowieso 'n viel relevanteres Thema. Wir sehen ja jetzt schon so erste, Entwicklungen. USDT, so 'n Stablecoin von Coinbase, wird ja schon ab Ende des Jahres nicht mehr gelistet sein im europäischen Raum. Also, es betrifft natürlich den europäischen Sektor, die Mika-Regulierung. Ich meine, es schafft mal, 'nen Regelwerk. Das ist schon mal wichtig, ja. Unter Regeln funktioniert grundsätzlich alles besser, weil einfach mehr Marktteilnehmer Zugang haben und auch grade regulierte Anbieter, jetzt institutionelle Investoren, die brauchen auch den regulatorischen Rahmen, um überhaupt investieren zu dürfen. So, das Mhm. ist die gute Nachricht. Trotzdem muss man sich auch die Frage stellen, jetzt grade mit Blick auf Europa und auch Deutschland vor allem, manche Regulierungsthemen sind aber auch wirklich dermaßen übertrieben, dass man schon denken könnte, das ist auch irgendwo 'ne Innovationsbremse dann. Die Wahrheit liegt in der Mhm. Mitte. Ich glaube, da muss man sich echt noch einpendeln. Es wird super spannend zu sehen sein, was die USA machen, mit Donald Trump oder Kamala Harris, was auch immer die beiden vorantreiben werden, sind in Sachen Krypto. Es wird sich in den nächsten 4 Jahren da was ändern, weil es ein großes Thema schon auf der Agenda ist. Man darf es aber auch nicht überbewerten. Es ist jetzt nicht so, dass jeder auf der Welt da sitzt und sagt: „Yes, Krypto ist unser absolutes Hauptthema.“ Also, es ist definitiv, gibt's andere Themen. Und da ist Krypto aber zumindest mal mit auf der Agenda gelandet von dem einen oder anderen Politiker und das ist schon mal was Positives. Mhm. Sehe ich auch so. Glaubst du, dass es jetzt wir sind grade, ich weiß gar nicht, so über die 65.000 grade mit Bitcoin, angedockt. Fehlt uns jetzt so 'n bisschen die Luft auch oder warten wir jetzt einfach noch grade so 'n bisschen? Wie empfindest du jetzt grade so den Markt? Also, warten wir auf die, wie gesagt, warten wir auf die Regulation? Wollen wir noch mal mehr Klarheit haben? Also, worauf warten wir eigentlich, ne? Also, ich warte auf gar nix. Ich warte um ehrlich zu sein, warte ich darauf, dass der Deckel wegfliegt. Ich glaube, wir wünschen uns alle jetzt nach diesem harten Sommer, dass wirklich einfach mal richtiger Hype wieder aufkommt, ja? Vor allem diejenigen, die lange investiert sind. Ich habe selber jetzt schon Bullenzyklus 2 große Bullenzyklen miterlebt und habe auch gesehen, wie schön es sein kann, diese Euphorie zu sehen, das Interesse, die Begeisterung, aber auch die Gefahr, die damit einhergeht, weil eben super viele Neulinge kommen, die einfach von nix Ahnung haben, gescammt werden oder, ja. Diese Leute dürfen wir nicht verlieren, weil die sollen ja auch dabei bleiben und bei dieser Reise mit dabei sein. Deswegen gibt es Kanäle wie dich und meinen und Informationsportale, wo man sich informieren kann und das solltet ihr unbedingt immer tun, bevor ihr irgendwas macht. Selbst nachdenken. Oh. Deswegen, wir warten, aber wir warten nicht auf Regulierung, ja? Der Rahmen ist jetzt genug. Wir warten eigentlich Mhm. darauf, dass irgendein Ereignis kommt, was Krypto, sagen wir mal, diesen letzten Push über 'n Allzeithoch gibt und ab da ist man ja wieder in der Preisfindungsphase und ab dieser Phase kann es eben auch mal zu Euphorie kommen.
Auf der anderen Seite darf man nie vergessen, wir haben auch noch Gefahren, die nicht vom Tisch sind, ja. Ich bin kein Crash-Prophet, wirklich nicht. Ich bin optimistisch, was die nächsten Monate angeht, aber der Blick aufs nächste Jahr, weiß keiner von uns, was da kommt, ja. Ausblicke Ja. jetzt, Quartalzahlen sind gut, ja, super. Soft Landing ist wahrscheinlich. Wäre cool, wenn es klappt. Aber dass auch anders kommen könnte, in USA 'ne Rezession, China, auch da rüttelt's. Irgendwann ist das billige Geld auch mal zu viel und dann muss es vielleicht auch mal 'n bisschen rütteln. Wird noch spannend, aber deswegen gucken wir ja von Monat zu Monat auf die neuesten Zahlen, Daten und Fakten und versuchen das dann entsprechend einzuschätzen. Für mich ist aber Ja, man klar, heute in 10 Jahren sieht die Welt wirklich ganz anders aus. Also, in heute jeder in 10 Jahren. Hinsicht. Ja. Positiv Ja, formuliert. ich hoffe auch. Ich hoffe auch, dass wir, nächstes Jahr ein bisschen auch mit der Wirtschaft wieder in den Schwung kommen, auch in Deutschland. Ich glaube, dass einfach viele jetzt sind wir wieder im Thema Deutschland, deutsche Kleinanleger, Privatanleger haben auch hierauf so ein bisschen gewartet. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen auch geguckt: „Okay, wo kann er so ein bisschen sein Notgroschen irgendwie beiseite legen?“ Weil weiß ja einfach gerade überhaupt auch nicht, wo es für uns weitergeht oder weiterging in den letzten Monaten. Meine große Hoffnung ist auch, dass wir so ja, dass wir auch ein bisschen nächstes Jahr auch wieder so ein bisschen lockerer werden. Du selber sagst auch dieser Spaß, zu sagen: „Jetzt habe ich einfach wieder Bock, zu investieren.“ Es kommt wieder diese positive Stimmung auch im Markt. Es geht nicht immer nur um Regulation und um Steuern und diese negativen Themen, sondern eigentlich die coolen innovativen Themen, die mir so persönlich in den letzten Monaten total gefehlt haben. Also, ich mir überlege, was ich vor 1 oder 2 Jahren im tiefsten Bärenmarkt was es für Ja, geile Entwicklungen gab. Und dann habe ich mir gedacht so: „Das interessiert jetzt aber gerade ne, keinen.“ aber das ist ja auch Und ganz dann einfach. Es ja, gibt ja, einfach andere Probleme so. Und da ja, muss man dann halt eben auch sagen, so, dann juckt die Leute auch das Kryptoportfolio nicht mehr. Ich kenne viele auch in meinem Bekanntenkreis, jeder weiß, was ich mache. Jeder kann mich was fragen. Keiner fragt mich. Die fragen mich auch immer nur in richtig heißen Phasen. Haben teilweise ihr Portfolio mit irgendwelchen random Altcoins, die die gepickt haben, obwohl ich gewarnt habe, da liegen und das läuft halt tot, sage ich mal. Dann ist kein Interesse mehr da. Und warum ist das so? Ich sage, bei jeder Investitionstheorie habe ich so mein Lieblingswort. Ich habe das vorhin auch schon gesagt. Simple Man Theory. Ja, das ist so beschreibe ich den besten Verständnisweg, wie Investitionen funktionieren. Die breite Masse macht am Ende den Unterschied und die muss das verstehen. Und also, sorry, die haben DeFi nicht verstanden, die werden DeFi auch nicht verstehen und für die ist das auch gar nicht gemacht. Das heißt, all diese Hype-Themen, die teilweise in der tiefsten Blockchain-Sphäre stattfinden, die ist nur was für eine Handvoll Leuten, also übertrieben formuliert. Die Frage ist, was ist für die Masse? Und da sind wir dann schon wieder bei Sachen, die für mich, für einen langfristigen Vermögensaufbau dann schwierig sind. Memes. Warum funktionieren Memes? Ja, die sind lustig, da kann man sich mal ablenken, in Anführungsstrichen, oder man hat eben ein ganz klares Statement: „Ich gewinne oder ich verliere“ und entweder finden das andere auch cool oder nicht. Und nicht die Frage: „Ja, ich habe jetzt 20 Seiten, White Paper gelesen und ja, ja, diese eine technische Lösung, das könnte den ja, Unterschied ja, machen.“ Das juckt niemanden. Die wollen ihr Handy in die Hand nehmen, Wallet, zack, Solana, das funktioniert super, kriegt jeder Dulli da draußen wirklich hin und zack, wird Memes gekauft, weil da habe ich wenigstens eine Chance. Da kann ich noch reich werden. Werden die meisten ja, nicht. Was ist dann das zweite Theorem oder die zweite Theorie? AI. Ja, die ganzen Medien sind voll damit, da muss ja irgendwas dabei sein. Random wird sich irgendeine Kryptowährung mit AI gegriffen und deswegen funktionieren die auch. Und so funktioniert dann jeder Zyklus. Der ist diesmal nur viel kritischer. Ja, der ist deswegen kritischer, weil die breite Masse andere Probleme hat. Mit der hohen Inflation kommt natürlich auch einher weniger, hast du gerade selber gesagt, auch Sparrücklagen, weniger Möglichkeiten überhaupt zu investieren, Vermögen aufzubauen. Und da sage ich nur, jeder Cent, den man da noch zur Seite schafft und wirklich mit einem diversifizierten Portfolio, nicht nur Bitcoin only, schafft, Vermögen aufzubauen, da wird man später in 10, 20 Jahren dankbar sein, aber da muss man dann Geduld mitbringen. Und probier das mal, Krypto, ne? Probier das mal mit wenig, Rücklagen, mit 'nem kleinen Sparplan zu überlegen, eine langfristige also eine nachhaltige, Strategie mit einem möglichst geringen Risiko. Natürlich bin ich also, selbst ich merke dann so dieses Jahr so: „Ah, vielleicht doch 'n bisschen mal den einen oder anderen Meme kaufen und so, mal gucken und so 'n bisschen ja, mitzocken“, wo kann ich mir man denke ja so: auch. „Ja, Spricht nichts ja, dagegen. Ja. aber mit Muss dem man sich nur wenigen, was man bewusst dann hat, sein. sagen“, genau. Ja. Ja. Also, ist auf jeden Fall spannend, das zu beobachten, weil der Markt hat sich halt definitiv verändert und es ist nicht gleich. Wir sind in einem anderen Wirtschaftssentiment und Marktsentiment als noch in den letzten Zyklen. Ja, es ist gerade positiv, aber es ist auch nicht so eskalativ, wie man das vielleicht sonst kennt. Die Leute drehen nicht durch und die Leute haben auch verstanden, Bitcoin ist ein Asset geworden, was auch 'n längerfristigen Horizont hat und entsprechend wird auch die Sättigung immer größer. Dass wir jetzt noch mal, jedes Jahr Verdopplungen sehen in Bullenphasen von Bitcoin, das wird nicht mehr passieren. Ja, das geht gar nicht. Mhm. Wie viel Geld soll da reinfließen, damit das funktioniert?
Und das unterschätzen viele. Es ist halt doch ein langfristigerer Weg. Wenn man tiefer gräbt, kann man auch kurzfristig jederzeit im Kryptomarkt auch Geld machen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich in Bullenphasen am höchsten. Und das passiert nur, wenn alle durchdrehen. Und wann drehen alle durch? Im positiven Sinne, wenn die Zinsen wieder Richtung Null wandern, wenn die Wirtschaft super läuft und es eben keine anderen Sorgen mehr gibt, außer der Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Mhm. Und dann ist wieder Krypto da. Also Kryptocoin könnte Spätestens dann wieder dann, kommen, wenn's uns spätestens, spätestens dann, spätestens. wenn's uns wieder allen 'n bisschen besser geht, ne? Wenn wir nicht, andere Sorgen haben. Das merkt man grade in politischen Themen, politische Konflikte und Co., ne? Da Es versucht man wird auch erst mal viel zu andere viel so Sachen. auf die Goldwaage immer gelegt, ja? Du kennst es ja auch. Also, egal, was man sagt, viel wird so kritisch gesehen, ist einfach so 'ne Grundstimmung, die einfach nicht so positiv ist, merke ich auch. Mhm. Guck dir die deutschen Wirtschaftsdaten an, gefühlt 2 Jahre in der Rezession, seit, der Corona-Pandemie eigentlich nur noch heikle Themen. Ja, da Ja, seit das so ist, kriegst du ja viel mehr darüber erzählt. Also, ja, natürlich ja, beschäftigt sich ja warum? Weil jetzt die Leute jeder da suchen, es damit. wird verteilt und so funktionieren dann auch Ja, hier die Algorithmen bei YouTube. Deswegen natürlich. heißen Das war Titel ja machen, damit ihr das seht da draußen. genau, deswegen ging vor einem Jahr noch AI so super gut und Memes vor 'nem halben Jahr und dieses Jahr ist es die schlechte Wirtschaft und die Sorgen, ne? Und, vielleicht, um das Thema noch mal so 'n bisschen abzufangen, Mirko, also, deine letzten Worte an uns. Was meinst du? Wie können wir unser positives Sentiment schaffen? Wie können wir uns jetzt mit Krypto beschäftigen, grade in den Zeiten? Wie können wir damit umgehen? Schwierig zu sagen, hängt ja von jedem persönlich ab. Also, man muss sich die Frage stellen: „Warum investiere ich in Krypto? Was will ich eigentlich damit erreichen?“ Und je nachdem, was man erreichen will und vor allem in welchem Zeithorizont, hat man eigentlich auch schon die Antwort darauf gefunden, wie man am Markt agiert. Wenn ich ganz schnell reich werden will, geht man maximales Risiko. Wenn ich nur 500 € zum Investieren habe und das ist das, was mir für 12 Monate zum Investieren zur Verfügung steht, dann würde ich auch mehr Risiken eingehen. Ich bin am Anfang meiner Portfoliostrategie, als ich mit 15 die ersten Aktien gekauft habe, mit 'm Messer zwischen den Zähnen in den Markt gegangen und gehofft, 1000x oder nix, so nach dem Motto, also übertrieben Klar. formuliert. Und das ist, glaube ich, auch 'n ganz, gute Strategie, so doof es sich anhört, weil man erst dann den Hebel schafft. Dann ist man vielleicht erst zufrieden. Manche sind aber auch zufrieden, wenn sie dann regelmäßig 50 € besparen über 10 Monate und im schönen Mittel auch 'n Wertzuwachs sehen. Manche brauchen auch nicht die 1000x. Die sehen vor allem dann über 'n langen Horizont, wenn wieder mehr Geld verfügbar ist, dass sich das Vermögen aufbaut. Was ich am Ende sagen will: Jeder muss seine eigene Mentalität hinterfragen, was er damit erreichen will, in welchem Zeithorizont, und dann hat er die Antwort darauf, wie er investieren will. Und wenn ihr langfristig unterwegs seid, und ich kann euch nach fast 20 Jahren Aktien und, Krypto, also so lange Krypto noch nicht, gibt's ja noch gar nicht so lang, kann Der ich euch sagen, OG. das Langfristige zahlt sich aus, weil vor allem man einfach in Ruhe das Geld arbeiten lassen kann. Und das vergessen auch viele. Wenn man sehr aktiv ist am Markt, dann arbeitet das Geld nicht für einen, man arbeitet fürs Geld. Und eigentlich ist der Ansatz ja anders beim Vermögensaufbau. Man will ja passiv was aufbauen und möglichst nicht viel damit beschäftigen. Und das ist meist der richtige Weg, weil dann kann man ruhig schlafen und vor allem den Fokus darauf setzen, was man vielleicht aus seiner eigenen Kapital, aus seiner eigenen Kraft, Arbeitskraft in Form von 'nem Unternehmen, in der Arbeitswelt, in der normalen Unternehmenswelt vielleicht alles erreichen kann. Und das ist wichtiger als dann der Portfolioaufbau, weil der kommt dann von Ja, selbst. ja. Danke dir für deine Worte. Ich glaube, der so schlussendlich, egal wie man es macht, dass man sagt: „Okay, ich investiere“, ob mit einer kleinen Summe, mit einem Sparplan, mit mehr Risiko, mit welchem Sentiment auch immer. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht drauf an, sondern erst mal die Entscheidung zu sagen: „Hey, ich bin dabei. Ich bin dabei So, und fange auf, Vermögensaufbau zu betreiben.“ Und wenn Kryptowährungen auch eine Rolle spielen, dann haben wir hier, ja, mit dir, Mirko, und ich hoffe auch mit mir, ja, coolen Content für euch, dass ihr da mehr Freude daran findet, dass ihr Bitcoin, Kryptowährungen und Altcoins besser, kennenlernt. Genau. sehr gut. Jo, wenn ihr da draußen an uns Fragen habt, schreibt uns doch gerne 'n Kommentar unter das Video drunter. Ich danke dir erst mal, Mirko. Cooler Talk, gerne wieder und schön, dass du da warst. Ja, sehr, sehr gerne und macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja. Tschüss.